Morgen Leute, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mo Tensen und das hier Hallo. ist Benny. Wir spielen original, ich weiß gar nicht, Benny, wie lange spielen wir schon? 3, 4 Jahre? Locker, seit Firewall 1. Wir spielen schon Ewigkeiten zusammen. Wir haben ganz viel Population One zusammen gespielt mit Piranha. Ja. Wir haben gerade festgestellt, dass Benny hat Piranha noch nie in seinem Leben live getroffen. Ich habe Piranha 2019 auf der EGX getroffen und jetzt sehe ich zum ersten Mal Benny. Ja, wir haben so viel Zeit schon online miteinander verbracht, haben uns noch nie gesehen. Zum sonntäglichen Kaffeekränzchen. Ja, so und der Witz ist, wir machen heute Try My Tech in umgekehrt, denn Benny hat seine Quest 3 mitgebracht. Schaut mal. So habe ich die Gelegenheit, mir die jetzt auch mal anzugucken. Krasser Scheiß. Das ist natürlich jetzt Bennys, ja. Die hat er schon modifiziert, hat er mir gesagt. Ah, okay. So, ich habe jetzt den ganzen Krempel zum ersten Mal in der Hand, ja. Ja, fässt sich eigentlich an wie der alte Controller, ne? Finde ich auch von der Größe. Nur Sieht er ohne, nicht. ohne Ring. Hier ist ganz angenehm für den Daumen. So das zwischendurch abnehmen, was man sonst immer ganz gerne mal in den Ring gemacht hat, macht man jetzt natürlich nicht mehr. Man greift ins Leere. Genau, wenn ich die Brille aufgesetzt, willst du noch greifen oder nochmal schnell die Sicherheitsgurte anlegen. Ja, die Schachtel, Leute, die Schachtel ist auf jeden Fall super klein. Guckt euch das mal an, so im Verhältnis dagegen so ein Telefon. So, und jetzt holen wir sie mal raus, ja, das gute Stück. Der Kopfhörer habe ich auch schon verlegt. Und ist da noch irgendwas Spannendes drin in der Schachtel? Tatsächlich nicht, ne? Hm, das war's. Na gut. Okay, die wirkt wirklich sehr klein. Das ist ja ganz niedlich. Bennys einfache Vergabe. Das ist fürs Akku-Pack. Ja, genau. Also Benny hat sich hier hinten, das sind einfach nur so Dinger, ne? Kabelbinder. Da schnallt er sich dann ein Akku hinten dran. Das schreit doch eigentlich nach einem Headstrap mit Akku und so. Warum holst du dir sowas nicht? Headstrap ist schon bestellt. Ah, hast du Selbes, schon, wie ich okay. bei der Quest 2 benutzt habe, nur halt jetzt passend für die Quest 3. Welches hast du gehabt bei der Quest 2? So ein No-Name-China-Ding. Aber super bequem. Ah, okay. Und da habe ich es auch nur so gelöst, dass ich mein eigenes Akku-Pack genauso angebracht habe. Okay. Weil das konnte ich dann schnell tauschen. Dann spiele ich schon mal trocken. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ne, also mich stören die Ringe eigentlich gar nicht. Witzigerweise bei der Pico sind die ja ganz anders gelagert, dass die hier so seitlich laufen. Und du kannst mit den Dingern hier eigentlich aneinander stoßen, ne? Also beim Nachladen und so. Bei der Pico hat man das überhaupt nicht im Weg gehabt. Das hat mich aber bei der Quest auch nie gestört. Aber ich finde es wirklich lustig. Das ist ja echt, als wenn man die hier abgesägt hätte, die Ringe. Schon original. Ah, ja, fast. Ja, schwarze Pencil dran. So kriegt man also das gute Stück aus der Packung dann. So sieht's aus. Es ist eigentlich ganz niedlich. Ich muss wirklich mal das Gasket abnehmen. Das kann man einfach so abnehmen, ne? Ja, man kann. Ohne was zu zerstören. So. Ja, okay. Sehr, sehr überschaubar. Kleines, schmales Ding. Macht eigentlich einen guten Eindruck, finde ich. Die Linsen sehen irgendwie ulkig aus. So eierig, wenn man sich die jetzt mal anschaut. Das hier ist so ein bisschen Gummi, ne? Finde ich eigentlich ganz nett, dass das so alles ineinander eingelassen ist. Ja, macht einen sehr kompakten, geschlossenen Eindruck. Hier haben sie jetzt den USB-C-Port eingelassen. Finde ich eigentlich auch ganz nette Idee. Es gibt immer noch einen 3,5 Zentimeter Klinkenstecker. Ey, ich habe irgendwo zu Hause habe ich noch so einen Kopfhörer. Ah ja, spätestens an der PlayStation 1 habe ich noch welche. Aber ansonsten alles Bluetooth. Das Gasket. Ist jetzt gerade schon ausgefahren für die Ja. Brünnweite. Ah, sehr gut. Das ist diesmal so Stoff. Letztes Mal war es ja irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Material war. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, aber ich habe das Original gar nicht mehr. Ich habe ja dann irgendwann von Oculus gratis welche wieder zugeschickt bekommen, Ja. die dann ja so abwischbar waren. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, finde ich. Also fühlt sich jetzt gerade ganz bequem an. Ist aber auch so ein bisschen synthetisch, ne? Hast du So da? leicht kratzig so. Ja, okay. Wo auch die glatte Oberfläche geworden. Hallo. Ich mag ja dieses ganze Magnetische bei der Pico, ne? Das fühlt sich schon sexy an. Das ist ja immer nur so Clip. Und du hast das jetzt hier schon ein bisschen rausgefahren, damit man mit der Brille gut kommt. Kommst du mit deiner Brille gut rein? Tatsächlich. Okay. Ohne Schwierigkeiten. Die ist ja so größer. normal groß, ne? Jetzt würde ich mal einen Aufsetztest machen. Mutensen probiert das erste Mal die Quest 3 aus. Auch nur auf den Kopf setzen. Erstmal ohne Brille, ja? So. Autsch. Wenn es zu eng ist, Nee, aber es schneidert sofort in die Ohren. Okay. Kabeldings, das kann man davor nehmen. So. Fühlt sich im ersten Anlauf ganz gut an, finde ich. Also,
Ich habe testweise nochmal die Quest 2 mit dem Original-Headstrap versehen. Ja. Ich finde es so schon mal besser als das von der Quest 2, aber halt noch weiterhin gesichtslastig. Aber man merkt schon ein bisschen, dass es nicht mehr so hängt. Ja? Ich habe ja auch noch die Quest 1. Und das ist wirklich, wenn ich die aufsetze, merkst du immer so, oh! Und die hatte ja nicht so ein wechselbares Strap, sondern auch so ein festes. Und die war bis zum Schluss nie bequem. Ja? Das war immer so eine halbe Stunde, dann wurde es bösartig. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier halt auch nach einer Zeit ein bisschen komisch ist. Aber erster Anlauf ist eigentlich ziemlich gut, fand ich. So. Aber das ist natürlich alles nur sehr theoretisch, wenn man sie nicht angeschaltet hat und nicht mit der echten Brille drunter ist. Hier ist ein Anschalter. Hier kann man den IPD. Das ist alles ganz klein. Das ist echt ganz Das süß. funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja. Das gefällt mir. Also, Und auch von der das Bauqualität her. ja. Das Gefühl jetzt von der ganzen Verarbeitung und so, das gefällt mir gut. Macht einen sehr kompakten und irgendwie sympathischen Eindruck. Okay, mit der Brille komme ich rein. Ist aber, ja, doch. Geht. Aber irgendwie verdeckt mein. Okay, ich bin gleich im Pass-Through. Ja, das geht auf fix. Ah, nice. Ja, das ist ein Sprung von der Quest 2. Definitiv. Aber auch interessant. Jetzt sehe ich ja zum ersten Mal den Pass-Through von der Quest 3. Was nett ist, ich habe hier vorne vor meinem Bild das Menü, ja. Und das ist im Verhältnis, ich kenne ja das Menü von der Quest 2. Das sieht jetzt richtig scharf aus. Das ist gut. Der Pass-Through allerdings, und das ist witzig, so Leute, der ist markant besser als der von der Quest 2, natürlich. Aber im ersten Anlauf würde ich jetzt sagen, der ist nicht so auflösend wie der von der Pico. Oder wenn, dann genauso. Das müsst ihr nochmal direkt vergleichen. Wir haben jetzt aber auch, es ist jetzt bei uns hier, ich glaube, das ist schon der erste Test. Ich kann jetzt von meinem Laptop hier die Uhrzeit ablesen. Wir haben 16 Uhr. Es ist nicht mehr ganz hell im Zimmer. Er ist ein bisschen unruhiger als der von der Pico. Ja? Ich merke hier ein bisschen mehr Gekrissel. Aber wir haben auch schon keine perfekte Lichtsituation mehr. Aber es ist ein guter Eindruck. Also ich finde, damit kann man leben. Auch ganz klar, ihr seht es nicht, ich bewege jetzt meine Augen hier mal so. Ja, also der Bildeindruck ist gut. Es ist total schön. Das Menü in scharf zu sehen, ist echt ein Erweckungserlebnis. Das funktioniert gut. Es funktioniert auch sehr gut, dass du das mit dem Handtracking das Menü greifen kannst. Und du kannst es überall mit hinnehmen. Du bist jetzt nicht mehr von einem Guardian abhängig, sondern Ja. du kannst durch deine Wohnung damit laufen. Ja, ich habe jetzt das Menü in der Hand. Das ist schon nett. Okay. Wir haben ja hier auf der, genau, also von der generellen Qualität her, finde ich, ist der Pass-Through der Pico 4 jetzt eigentlich für mich gleich auf. Handy ist auch nochmal interessant. Ja, also das Handy kann ich, wenn ich jetzt so halte, kann ich das sehen. Ich kann auch wirklich tatsächlich meine E-Mails lesen. Ja, also es ist so in normaler Entfernung. Das funktioniert. Ja, kann ich lesen. Und das habe ich schon auf der Pico zu schätzen gelernt, ne? Dass man einfach mal schnell was machen kann am Bildschirm oder so, während man das Gerät schon aufhat. Gerade wenn man was streamt und so, ist das fantastisch. Das geht gut. Und hier würde ich sogar sagen, es geht ein bisschen besser als auf der Pico. Ja, also hier kann ich jetzt tatsächlich die kleinen Schriften sehen. Bei der Pico musste ich es dann noch ein bisschen näher rannehmen. Das bisschen näher rannehmen verträgt tatsächlich die Quest 3 hier nicht so gut. Da fängt es immer an, sie so zu verzerren. Ja, das ist sehr interessant. Auf der Pico hat man ja nur eine Kamera, die den farbigen Pass-Through macht. Es fühlt sich im ersten Moment manchmal ein bisschen komisch an, wenn man sich so bewegt und Parallaxen im Raum betrachtet. Das fühlt sich jetzt hier natürlicher an, weil wir durch die zwei Kameras einen dreidimensionalen Pass-Through haben. Aber wenn ich jetzt mal, ich stelle mal das Menü beiseite, wenn ich mich jetzt bewege, ich gucke hier auf ein Trinkglas auf den Tisch, das macht die ganze Zeit so Bewegung, wie so ein lustiger Disney-Charakter, ja. Okay, aber es ist angenehm, also Cousin, der Tasse von Die Schöne und das Biest. ja, die Schöne und das Biest. Okay, das ist auch gewöhnungsbedürftig, ja, dass die Welt sich ein bisschen mitdehnt und bewegt. Witzigerweise fällt mir das aber nur bei dem Glas auf, ja, das ist ein sehr gerades Glas, ich zeige euch das mal. Ja, wenn ich das hier angucke, das eiert so ein bisschen mit. Das ist interessant. Der Rest nämlich, der verhält sich eigentlich okay, aber es ist insgesamt ein bisschen Bewegung drin, ne? Das merkt man schon. Das ist nett. Kann ich das auch irgendwie vergrößern? Das stellt man so
Und zwar müsstest du da unten einmal auf die Uhrzeit gehen. Ja, okay, das kenne ich. Dann Man kannst muss du es so einmal genau. umstellen. Ne? Das ändert Okay. sich noch mit dem nächsten Update, hatte ich schon gelesen. Aber weißt du, jetzt merke ich dann tatsächlich, jetzt merke ich schon, dass es anfängt, hier so ein bisschen zu drücken und so. Also ich war ja am Ende mit meinem Kiwi Headstrap für die Quest 2. Das fand ich echt alles cool, ja. Das war wirklich gut. Da habe ich dann nur immer hart gemerkt, wenn ich von der Pico kam oder so, dass die ganze Welt brrr machte und kleiner war. So, und genau, und bei dem Thema wären wir jetzt auch schon beim Field of View. Also ich habe jetzt eine Brille darunter, das heißt, ich bin weiter weg von den Linsen, aber ich muss sagen, das fällt mir jetzt nicht negativ auf, ja. Was es halt bei der Quest 2 definitiv getan hat, wenn ich getauscht habe. Wo ist der kleine Ring hier? Da ist er. Er zeigt mir aber jetzt, doch, jetzt zeigt er mir an. Ich habe nämlich einen IPD von 68 oder glaube ich, den habe ich jetzt mal eingestellt. Meine Brille macht hier oben leider das Sichtfeld dichter, merke ich gerade. Ja, das machen dann Einlegelinsen nicht. Ich sehe nämlich hier einen Streifen, wo mein Brillenrahmen ist und da über ist noch ein bisschen Screen, das ein bisschen schade ist. Aber ansonsten muss ich sagen, erster Eindruck vom Field of View ist tatsächlich wie wieder bei der Pico. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt noch Linsen hat und ein bisschen dichter rein kann, dann ist der wirklich cool. Ja, das ist nice. Und es ist wirklich angenehm, einfach das Menü von Meta jetzt hier mal in scharf zu sehen. Das ist schon echt cool. Lediglich vom Menü, ich habe jetzt mich noch nicht in einer richtigen 3D-Welt gesehen, würde ich schon sagen, dass das Bild hier aber schärfer ist als das Menü auf der Pico. Ja. Das hat noch gar nichts mit der Hardware-Auflösung zu tun, sondern tatsächlich mit was für einer Auflösung die Pixel, die wirklich existieren, jetzt auch bespielt werden. Ja. Und durch den schnelleren Prozessor kann Meta jetzt hier einfach ein Mühe schärfer sein, würde ich sagen. Das sieht sehr gut aus. Das Menü, was ich hier im Raum schweben sehe, ist circa ein bisschen mehr als Armlänge von mir weg. Ich habe jetzt gerade einen Webbrowser auf, wo auch kleine Schriften zu sehen sind und so. Und das ist angenehm. Kann man echt alles machen. Was ich aber lustig finde, ich sehe aber auf jeden Fall, jetzt kommt's, man muss sich hart drauf konzentrieren. Ich sehe ein ganz bisschen Screen Door. Ja? Aber nur so auf weißen Flächen. Da kann man das noch so gerade so wahrnehmen, wenn man sich hart drauf konzentriert. Also das ist schon fantastisch. Das war der erste schnelle Anpasstest. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das an dem Ding liegt, ob man es noch verstellen kann. Ja, der presst schon ganz schön an den Kopf ran. Du kannst, wenn du die beiden Nubbels da hinten zusammenziehst, oder außen ein bisschen ziehst, dann wird das wieder leichter. Natürlich auf meine kleine Rübe angepasst. Da wird es wiederum enger. Okay, aber die hängen auch automatisch an dem hier mit dran, ne? Genau. Das heißt, wenn man das weitermacht, dann wird der hier mal schmaler. Ja? Richtig, dann wird es wieder mehr Quest 2. Okay. Habe ich irgendwelche Abdrücke? Also ich habe es jetzt definitiv gemerkt, ne? Aber das ist eine Geschichte, da habe ich auch nicht mit viel gerechnet. Also geliefert war es, da waren die wirklich noch zusammen. Ich habe es jetzt aufgesetzt und dann mir angepasst. Ja. Je nach Rübengröße. Werden wir wahrscheinlich jetzt irgendwie, also neben ziemlich viel Bier trinken und wir wissen noch nicht, was wir sonst machen. Wir werden mal hier ein bisschen mit rumexperimentieren. Ich bin sehr gespannt auf ein paar Geschichten. Ja? Ich werde mir sowas von haargenau Red Matter 2 angucken. Ist schon installiert. Benny hat, hauptsächlich hast du die Quest 2 benutzt, ne? Ja. Du hast aber auch jetzt seit einiger Zeit eine PSVR 2 wieder. Wie würdest du jetzt dein VR-Leben einsortieren? Ich liebe halt immer noch die Quest. Aufsetzen, loslegen. Ist genau. Ja, ist geil, ja, muss man sagen. Ja, Du hast die jetzt seit Release, ne, oder? Ja. Bisher alles Chico? Ja, ich war sehr gespannt auf das Mixed Reality. Ja. Hat mich auch absolut überzeugt. Also ich habe das auf der Quest 2 schon gemacht, wenn man Demio auf dem Tisch sich ausbreiten konnte und noch jemand anders dazuholen konnte, der dann mitspielt. Das fand ich einfach super. Ja. Ist natürlich jetzt mit Color Pass, wo man kann auch mal nebenbei aufs Telefon gucken und Co. natürlich großartig. Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube für alle Leute, die Bock auf dieses Path-Shooting haben, ist das ein Riesensprung von der Quest 2. Der war ja wirklich albern. Also den konnte man nehmen, um seine Controller kurz zu finden und ansonsten ging da nichts. Ihr werdet plötzlich ein neues Erlebnis haben, wenn ihr einfach die Brille aufsetzt, ihr seid im Pass-Through und man ist nicht sofort weggeschlossen von der Welt, sondern kann ganz normal, wenn irgendwas los ist, nochmal fix auf sein Handy gucken. Man ist dann nicht mehr sofort weg und jetzt VR, sondern das ist so ein sanfter Übergang. Und ich glaube, das ist für viele, viele Leute wirklich eine tolle Geschichte, die halt nicht so nerdig sind und das geil finden, sich so wegzusperren und dann in künstlichen Welten zu sein. Grundsätzlich ist es aber auch interessant zu sehen, wo es mal hingehen kann, wenn wir mal steinalt sind. 40.
Aber wo es halt mal hingehen kann, das habe ich deswegen für mich auch testweise, weil da bin ich neugierig, halt mal beim Abwaschen, halt mal nebenbei die Brille gleich offen gelassen, noch nebenbei YouTube offen gehabt und den Saint Sinner Stream geguckt. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass, wenn das natürlich alles kleiner, kompakter und noch besser wird, dass man dann halt auch mal sein Rezept beim Kochen dann halt noch mit nebenher hat oder Ja. WhatsApp und Co. Was interessant ist tatsächlich, ne? Also die ist jetzt wirklich schon klein, aber ich würde jetzt wirklich, also von meinen ersten 5 Minuten, die ich sie jetzt auf hatte, das ist wirklich nicht viel, würde ich jetzt sagen, also ja, da kann man mal mit experimentieren in der Küche, aber so wie sie jetzt da rauskommt, ich warte auf jeden Fall auch, bis ich einen Headstrap habe, bevor ich mir eine hole. Ja, also Meins kommt Ende des Monats. die Dinger sind jetzt am Anlaufen. Also wenn man nicht die super teuren vom Meter selber kaufen möchte, ja, da kostet ja das stinknormale 75 und das mit Akku 150. Ich bin halt ein gebranntes Kind, ja. Ich habe mir das letztes Mal bei der Quest 2 mitbestellt und das ist halt zerbrochen. Ja. Tito. Und ich kenne auch niemanden, bei dem es nicht zerbrochen ist. Also das war einfach nicht gut. Und deswegen würde ich diesmal den Teufel tun, mir das bei Meta zu bestellen, sondern immer bei Drittanbietern, die da echt abgeliefert haben, ja, und die auch bessere Funktionen hatten. Ich fand nämlich das Originalding, das ist ja hier auch so steif. Und ich fand es immer sehr anstrengend zum Auf- und Abnehmen. Das, was ich dann von Kiwi hatte, das hat hier ein Gelenk. Das ging so schön entspannt abzunehmen. War wesentlich besser, fand ich viel, viel besser. Okay. Ist ein schönes Ding. Ja, also würde ich sagen, spätestens wenn man eine Quest 2 gehabt hat, macht ihr damit einen schönen Sprung in die Jetztzeit. So. Verbessert sehr viel von eurem Ton ist auch nochmal erheblich besser. Lifestyle. Ja, der ist aber nur lauter, oder? Lauter, aber sitzt irgendwie noch günstiger. Zumindest bei meinen Ohren fand ich das Okay, immer okay. schöner, ohne Kopfhörer, auch wenn ich mal mit Kopfhörern spiele. Ich werde ein bisschen rumtesten mit dem Teil und mal gucken, wie sich das jetzt in der Praxis anfühlt. Und dann gucke ich mal, ob ich davon was mitschneiden kann oder wir werden es rausfinden. Und wir werden Bier trinken, glaube ich. Ich glaube, Benny trinkt sehr viel Bier. Ich habe welches besorgt. Und das werden wir auch tun. Das war es erstmal. Benny, vielen Dank. Also, wie gesagt, ne, try my tech rückwärts. Jemand bringt mir ein Gerät, das ich ausprobieren kann. Total fantastischer Move. Also, Benny ist jetzt echt, ein Zug ist ausgefallen, deswegen warst du bestimmt 5 Stunden unterwegs oder so, ne? Ja, 5 statt 4. Hut ab. Ich habe Urlaub. Du wirst jetzt zum Mofan VR Ehrenmitglied erklärt. So eine Stecknadel bitte. Ja, ich so ein Design, die bekommst du dann. Alles klar, gut. Erwartet jetzt vielleicht noch ein paar lustige Videos, wo ich dann so ein bisschen erzähle, was ich jetzt rausgefunden habe. Bis dann, Motors Mofan VR. Tschüsschen. Immer für euch da. Bye.